Das hier ist Simon. Vermutlich kennt ihr diesen jungen Mann schon. Falls nicht, werdet ihr ihn im Laufe des Videos kennenlernen, denn um genau ihn geht es heute. Die Geschichte von Cura 4 ist, wie vermutlich viele wissen, sehr ungenau und unübersichtlich erzählt worden. Einige konnten selbst nach dem Ende des Spiels keinen roten Faden entdecken. Die Handlung und dessen Bedeutungen für Simon und den restlichen Verlauf des Spiels ist mit Hilfe von versteckten Symboliken und Metaphern in diversen Ereignissen, Gefühlen, Gegnern, Charakteren und Levelabschnitten erzählt und erklärt worden. Und da vermutlich viele nicht genügend Motivation haben, sich das Spiel selbst zu erklären, übernehme ich diese Aufgabe. Ich habe mit Hilfe von diversen Cura 4 Wikis, Videos ausschließlich aus dem englischsprachigen Raum und natürlich auch mit meinen eigenen Notizen alles zusammengetragen und so strukturiert wie möglich versucht, Simons Geschichte so verständlich wie möglich zu erklären. Noch zwei kurze Anmerkungen. Die Quellen, welche ich für dieses Video verwendet habe, sind in der Beschreibung verlinkt und in dem Video geht es zum größten Teil um Interpretationen und Theorien. Ihr könnt eure Interpretation des Spiels gerne in die Kommentare schreiben. Simon Henriksen ist erstmals in einem Zug zu sehen. Bereits auf Anhieb scheint Simon in seinen eigenen Gedanken zu leben. Ob er sich auf dem Weg nach Hause befindet oder sein Ziel ein anderes ist momentan irrelevant, da ihm der offenbar schwerwiegendste Zufall seines Lebens bevorsteht. Ein scheinbar unter Schmerzen leidender Fremder begegnet Simon. Natürlich eilt Simon dem Mann zur Hilfe, als aus dem Nichts das hier passiert. Aus welchem Grund der Fahrer so handelte, wird nie geklärt. Kurz danach wird gezeigt, wie das Fahrzeug von dem Unfallort wegfährt, was jedoch mit einem Flashback am Ende des zweiten Kapitels konfligiert, bei welchem das Auto von Notfalldiensten umstellt ist. Zudem ist wichtig anzumerken, dass einem Auto während es wegfährt weder Blut noch Dellen zu sehen sind, was darauf schließen lässt, dass dieses Flüchten vom Tatort sich nur in Simons Kopf oder in seinem Buch abspielte. Aber zu dem Buch gleich mehr. Simon hat den Unfall überlebt, jedoch ist er nun von den Beinen an querschnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl. Ganz zu schweigen von seinen psychischen Problemen. Diese hatte Simon zwar schon vor dem Unfall, jedoch hat der Unfall und sein jetziger physischer Zustand ihn nur noch weiter in seine Depression getrieben. Daraufhin hat Simon professionelle Hilfe gesucht und dabei wurde ihm die kognitive Verhaltenstherapie vorgeschlagen. Simon macht sogar noch mehr und schreibt ein gesamtes Buch, gerichtet an die Ereignisse vor und nach dem Unfall. Jeder Gedanke, jedes Gefühl und jedes wichtige Ereignis ist in diesem Buch mit Symboliken und Metaphern niedergeschrieben und wir sind mittendrin. Das hier ist also nicht die reale Welt, in der der echte Simon oder auch Six Simon lebt, sondern eine fiktive Welt niedergeschrieben in einem Buch, in dem Six Simon Book Simon erschaffen hat. Und die Rolle von Book Simon übernimmt der Spieler. Ab hier beginnt das Spiel. Bewaffnet mit einer Kamera befinden wir uns in unserem ursprünglichen Zimmer und in einer sonst pechschwarzen Umgebung. Simon besteht darauf, den Tag des Unfalls The Black Day zu nennen. Deswegen könnte diese Schwärze als Einstieg in das Buch nicht besser gewählt worden sein. Man fotografiert die weißen Kreuze, um entweder den Weg weiter zu eröffnen oder feindselige Elemente zu Gesicht zu bekommen. Unabhängig davon nimmt diese Passage leider kein gutes Ende für uns. Nach dieser Einleitung fängt das Buch und damit die Handlung des Spiels richtig an. Ohne jegliches Wissen über seinen momentanen Standort wacht Simon in einer Gasse auf. Er bekommt eine SMS von seiner Mutter, welche ihn darum bittet, nach Hause zu kommen. Simon hat somit ein klares Ziel vor Augen. Dennoch ändert das nichts an seiner jetzigen Situation, also zieht er sichtlich nervös sein Taschenmesser aus seinem Beutel und schreitet voran. Es dauert nicht lange, bis Simon seinem ersten Feind begegnet. Auch wenn es vorher schon den einen oder anderen Moment gab, bei dem es so schien, als wäre diese Stadt nicht sicher, wurde es hiermit eindeutig. Leider bietet sich keine Gelegenheit zu fliehen, also müssen wir uns durch ein Apartment kämpfen. Während späteren Flashbacks wird klar, dass Simon im 3. Stock dieses Apartments lebt, er in seinem Buch seine Wohnung jedoch ziemlich grausam und erschreckend darstellt. Ob seine Mutter wollte, dass er auszieht, oder der praktische Zugang zu seinem Doktor der Grund dafür war, wird nie eindeutig geklärt. Während dieses Abschnittes bekommen wir unter anderem 4 Notizen von einem scheinbar Pädophilen zu Gesicht, in denen es darum geht, wie er seine Vorliebe gegenüber seinen Opfern ausübt.
Ebenso kriegen wir scheinbar seine Wohnung, welche in einem Raum gefüllt mit Bildern von seinen Opfern ist, zu Gesicht. Ob Simon das in seinem Buch geschrieben hat und er jeden Wortlaut, jedes Bild und jedes einzelne Datum der Bilder so genau weiß, weil er selber schon Erfahrung mit diesem Mann gemacht hat, mag vielleicht weit hergeholt klingen, wäre jedoch eine plausible Erklärung für diese detailreiche Beschreibung des Individuums. Es braucht nicht viel Zeit, um zu verstehen, dass dieser gewisse Apartment-Teil in Simons Buch bedeuten soll, dass das Leben in diesem Apartment-Komplex definitiv keine Hilfe für seinen mentalen Zustand bot. Allein die Tatsache, dass das Spiel in Simons altem Zimmer anfängt und auch, dass seine Mutter ihm im Buch mehrere Male schreibt, er solle nach Hause kommen, lässt darauf schließen, dass Simon es zweifellos bevorzugen würde, wieder bei seiner Mutter zu leben. Der Fahrstuhl funktioniert oft nicht, der labyrinthähnliche Grundriss, die schreienden Kinder, Babys und deren Mütter, der Hausmeister und der Pädophile und die Tatsache, dass Simon alleine lebt und somit immer einsamer und isolierter wird, beschreibt sein bis dato grausames und verbittertes Leben. Nachdem er mit einem zum Glück funktionierenden Fahrstuhl nach unten fährt, kommt man an einem absurden Treppenhaus an, welches noch einige Etagen nach unten geht. Ganz unten erwartet uns eine breite Tür und der erste Bossfight, das Saw-Monster. In diesem Ding stecken überall verteilt im Körper Nägel und sobald man den Saw besiegt hat, sägt er seinen eigenen Kopf ab. Außerdem scheint es erheblich abgemagert zu sein. Mit anderen Worten, Selbstverstümmelung. Den Kampf zu gewinnen bedeutet hiermit, dass Simon eine Möglichkeit gefunden hat, mit seinen Gedanken über das Ritzen und Selbstverletzen umzugehen und damit fertig zu werden. Das Ganze hat uns sichtlich zugesetzt, jedoch bleibt uns eine weitere Überraschung kurz nachdem wir aufwachen nicht erspart. Wir treffen das erste Mal auf Dr. Purnell. Who's that? Relax, I am not one of them. Dieser scheint sich über das Geschehen schon im Klaren zu sein und trägt zu seinem eigenen Schutz eine Gasmaske, um sich nicht in einen von denen zu verwandeln. Simon hat hiermit vermutlich versucht, seine erste Begegnung mit Dr. Purnell zu beschreiben. Dieser muss auf Simon fragwürdig und definitiv nicht vertrauenswürdig gewirkt haben, aufgrund der Gasmaske und seiner allwissenden Rolle in Simons Buch. Dr. Purnell wirkt so, als wisse er mehr als wir, was ihn für Simon bedrohlich wirken lässt. Das liegt vermutlich daran, dass Dr. Purnell im echten Leben professioneller Psychotherapeut ist und dementsprechend erschreckend viel über Simon und seine Gedanken und Gefühle weiß. Nachdem uns Purnell mit noch mehr Fragen als vorher zurücklässt, endet das erste Kapitel und das zweite Kapitel in Simons Buch beginnt. Nachdem wir Bekanntschaft mit Dr. Purnell geschlossen haben, schreiten wir weiter in die Tiefen des Buches, in dem uns einige bekannte, aber auch zusätzliche unbekannte Gesichter erwarten. Diese werden teilweise immer deformierter und unmenschlicher, was Simons mentalen Zustand und seine Gedanken zum Ausdruck bringen. Vor allem nach der ersten Begegnung mit seinem Doktor und der damit verbundene Start des Buches müssen seine Gedanken unsortiert und Simon sichtlich verwirrt gewesen sein. Ein wenig weiter enden wir in einer Gasse, in welcher sich ein zerrissener Zeitungsartikel befindet. Dieser ist in nicht allzu guter Verfassung, dennoch können wir einen Artikel über Depressionen und eine dazugehörige Telefonnummer sehen. Das Gespräch verläuft eher einseitig und unser Gesprächspartner antwortet Simon nicht auf seine energischen Hilferufe. Stattdessen verrät uns die Stimme die vierstellige Zahlenkombination, welche uns bei unserem nächsten und auch nur nächsten Schritt weiterhilft. Vermutlich ist Simon sowas in der realen Welt auch passiert. Er hat all seinen Mut zusammengesammelt und eine solche Selbstmord-Hotline angerufen, jedoch nur temporäre Hilfe bekommen. Vielleicht hat er sich dabei Hilfe und Ratschläge erhofft, welche ihm auch in der Zukunft helfen, anstatt, wie in seinem Fall, Hilfe nur für den Moment. Immerhin bringt uns das im Buch weiter. Einen Moment der Panik und Paranoia später durchqueren wir überflutete Bereiche und kämpfen uns durch die zum Teil Klaustrophobie verursachende Mine, um am Ende Dr. Purnell bei dem hier zu stören. Hey, what the fuck are you doing? Hier findet der zweite Bossfight des Spiels statt. Dadurch, dass Mace mit so vielen Bandagen umwickelt ist und er an mehreren Stellen blutet, könnte er die Verwundbarkeit von Simons mentalen oder physischen Zustand zum Ausdruck bringen. Jedoch lässt sich Mace nicht von unseren Schuss- und Nahkampfwaffen verletzen, was der erwähnten Symbolik widerspricht. Viele meinen, dass Mace keine Bedeutung hätte und er einfach so im Spiel vorhanden ist, also kann man sich über seine Bedeutung oder Belanglosigkeit streiten. Und warum genau Purnell sich dazu verleitet fühlt, das hier zu tun, ist relativ leicht zu sagen. Das hier spiegelt Simons Misstrauen gegenüber Dr. Purnell ziemlich gut wider. Gegen Ende landen wir in einem Gang voller demotivierender Gedanken und wir verfallen in einer psychotischen Episode, bei der Hände aus dem Boden kommen und versuchen nach Simon zu greifen. Warum nach dieser Sequenz dieser Flashback erscheint, könnte mit den Händen und dem damit zusammenhängenden intensiven Schmerz verbunden werden.
Dort eingequetscht zwischen Wand und Auto zu warten, bis endlich die nötige Hilfe eintrifft, muss eine der qualvollsten Erfahrungen in Simons Leben gewesen sein. Sichtlich erschrocken von dem Ereignis, denkt Simon über Purnell nach und darüber, dass er ihm etwas angetan haben könnte, was vermutlich das Schreiben des Buches selber ist. Diese scheint momentan seine Wirkung auf den echten Simon zu zeigen und dieser realisiert, wie verzweigt sein Verstand eigentlich ist. Das Spiel scheint uns eine Pause geben zu wollen, denn Kapitel 3 fängt ziemlich entspannt an. Kurz nachdem wir ohne jegliches Blutvergießen die Gassen durchquert haben, bekommen wir eine weitere SMS von unserer Mutter, welche uns nochmals sagt, dass wir nach Hause kommen sollen und dass sie sich Sorgen um uns macht. Simons Wille, nach Hause zu seiner Mutter zu kommen, wird hiermit nochmal unterstrichen. Wenig später findet Simon an einer Haltestelle sogar eine Karte, von welcher er ablesen kann, wie er nach Hause nach Kirkville kommen kann. Außerdem treffen wir auf die sogenannte Human Flower, jedoch ist diese vermutlich nur im Spiel, um Simon den Weg zu versperren. Auch wenn sie wenige weitere Male in Simons Reise vorkommt, lasse ich diese mal außen vor aufgrund der fehlenden Relevanz für Simon. Was im Gegensatz dazu eine sehr große Relevanz für Simon hat, ist die darauffolgende Konfrontation mit unserer ersten Panikattacke, oder wie sie im Buch dargestellt ist, mit dem Saw Runner. Wenn man sich vor Augen hält, wann der Saw Runner im Spiel vorkommt, erscheint er immer extrem plötzlich und unabhängig von dem Rest. Außerdem enden Simons Panikattacken genauso plötzlich, wie sie erscheinen. Was das Ganze nochmal unterstreicht, ist die Tatsache, dass die Entstehung von Panikattacken durch Depressionen und Psychosen begünstigt wird. In Simons Fall also definitiv zutreffend. Viel dagegen tun können wir nicht. Wir müssen uns wohl oder übel von unserer Angst und Panik überrollen lassen und dafür sorgen, dass sie uns nicht einholt. Zwar erschöpft, aber lebendig und wohlauf treffen wir auf einen neuen Feind, dem Flygear. Dieser ist an ein Bett gefesselt, was Simons Angewiesenheit auf seinen Rollstuhl und die damit einhergehende verminderte Mobilität untermalt. Zum Glück haben wir, kurz bevor uns fliegende Monster begegnen, ein Scharfschützengewehr gefunden. Was ein Zufall. Ein wenig später klingelt unerwartet unser Telefon. Wer jedoch am anderen Ende des Telefonats ist, verstehen wir leider genauso wenig wie unser Gesprächspartner uns zu verstehen scheint. Hello? I can't hear you. Who is this? Was wir zum Glück herausfiltern konnten, war Ruth. Und da wir momentan jegliche Hilfe gebrauchen können, setzen wir natürlich alles daran, uns auf das nächste Gebäude zu bringen. Auf dem Dach angekommen, stellt sich heraus, dass wir bereits Bekanntschaft mit der Person am Telefon geschlossen haben. Wir treffen auf Sophie. Oh, hi Simon. Es wird ziemlich schnell klar, dass Sophie weder Ahnung von den Monstern und den fehlenden Menschen noch von Dr. Purnell hat. Doctor? Sie weiß absolut nicht, was in der Stadt überhaupt vorgefallen ist und scheint auch nicht richtig nachvollziehen zu können, wovon Simon redet. Vermutlich hat sich Sophie im echten Leben Simon gegenüber genauso verhalten. Zwar versucht sie vergebens Empathie zu fühlen, jedoch scheint sie nicht richtig zu verstehen, wovon Simon spricht und versucht stattdessen vom Thema abzulenken. Let's talk about something else. Letztendlich gibt Simon nach und die beiden setzen sich für einen Moment hin. Nachdem Simon kurz darüber nachgedacht hat, gesteht es Sophie seine Liebe für sie. Simon, Leider fühlt sie nicht dasselbe für Simon. I always liked you too, but not in that way. Für die nächsten Sekunden herrscht Ruhe und Simon versucht Sophies Ablehnung zu verdauen, bis Sophie auf einmal Folgendes tut. No! 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 Hier findet der dritte Bossfight und damit auch gleichzeitig der erste der beiden Entscheidungspunkte des Spiels statt. Man kann sich dem Monster namens Carcass stellen und es bekämpfen, oder man flieht und lässt das Geschehene hinter sich. Unabhängig davon, wie man sich entschieden hat, endet man neben Sophies Leiche und wird mit einer Cutscene belohnt, welche dem Spieler einen kleinen Einblick auf das gibt, was zusammenhängt mit den vorherigen Ereignissen des Buches in der realen Welt passierte. Simon hat Sophie auch in der echten Welt seine Liebe gestanden, nur viel hartnäckiger und direkter, und Sophie hat ihn ebenfalls abgewiesen, nur viel trockener und bitterer als im Buch. Sophies Selbstmord könnte Simons Trauer beschreiben, welche er empfunden haben muss, als Sophie ihn abgewiesen hat. Sie kehrt Simon ihren Rücken zu und erwidert seine Gefühle nicht. Carcass könnte Simon selber sein. Grob gesagt ist Carcass ein Stück Fleisch, welches mit amputierten Armen und Beinen wie ein hilfloses Baby aussieht. Simon hat sich selber vermutlich genauso gesehen und dafür Carcass als Metapher für diese Gefühle erschaffen. Ein schwaches, hilfloses Handicap, welches jedem nur im Weg steht. Das Buch Simon Carcass hier dafür verantwortlich macht, dass Sophie Selbstmord begangen hat, oder wie es im echten Leben der Fall ist, dass Sophie ihn abgewiesen hat, könnte bedeuten, dass Simon sich selber und seinen jetzigen physischen Zustand dafür verantwortlich macht. Hier zu fliehen würde bedeuten, dass man vor dieser Abweisung und dessen Emotionen wegläuft, während der Kampf und die Auslöschung von Carcass bedeuten würde, dass Simon sich damit abgefunden hat und einen Weg gefunden hat, damit umzugehen.
Sophie ist tot, daran können wir jetzt nichts mehr ändern. Also schreiten wir wie gewohnt alleine weiter ins Buch. Direkt am Anfang haben wir das Vergnügen, ein weiteres neues Gesicht zu begrüßen, den Suicider. Alleine der Name, aber auch die Tatsache, dass der Suicider sich nach einigen Sekunden, in denen wir ihn nicht umbringen, sich selbst umbringt, sagt, denke ich, genug über ihn und seine Bedeutung aus. Eine weitere Panikattacke später finden wir eine neue Waffe, wer uns die wohl hinterlassen hat. Kurz darauf kommen wir an einer Schule an. Aus dem Gespräch zwischen Simon und Sophie am Ende des 3. Kapitels konnten wir entnehmen, dass die beiden keine leichte Schulzeit hatten, sie sich jedoch gegenseitig geholfen haben. Aber da Sophie jetzt nicht mehr hier ist, kriegen wir diese schwere Zeit auch sehr schnell zu spüren. Simon hat sich hier im Buch besonders viel Mühe gegeben, seine Schulzeit zu beschreiben. Düster, stressig, bedrückend und von jedem gehasst. Ja, man kann mit Sicherheit sagen, dass dieser Hass auf Gegenseitigkeit beruht. Immerhin haben wir eine Sicherung von unserem Ausflug zur Schule mitnehmen können, welche uns in die U-Bahn-Station von Saxon Avenue bringt. Wir sind dem Nachhauseweg endlich einen Schritt näher gekommen. Wir haben einen kleinen Funken von Hoffnung. Dieses Fünkchen Hoffnung verschwindet jedoch einige Momente später, denn der Akku unseres Handys geht leer. Ein weiterer Schritt zurück. Kein Licht, keine SMS, keine Anrufe. Zu allem Übel müssen wir uns nun ohne unser Handy durch die pechschwarzen Tunnel der Citalopram-Monster kämpfen. Citalopram ist ein Arzneistoff, der als Antidepressivum zur Behandlung von Depressionen dient. Dieses erhöht die Serotoninkonzentration im Gehirn und wirkt somit typischen Symptomen von Depressionen wie Antriebslosigkeit und gedrückter Stimmung entgegen. Wie üblich beherbergt auch dieses Antidepressivum die Gefahr, unerwünschte Nebenwirkungen hervorzurufen, wie zum Beispiel Sehstörungen, Schlaflosigkeit, Aggressionen und sogar Selbstmordgedanken können durch Citalopram verursacht, wenn nicht verschlimmert werden. Mit anderen Worten, abhängig von dem Konsumenten und der verabreichten Dosis kann Citalopram als Hilfsmittel dienen oder die Panikattacken und Depressionen verschlimmern. In Simons Fall ist vermutlich Letzteres eingetreten. Dieser verliert sich momentan in seiner selbst erschaffenen Dunkelheit, Panik und Paranoia. Aber auch das überstehen wir. Gegen Ende verbessert sich Simons Zustand und erneut bestätigt sich unser Misstrauen. Simon in der echten Welt wurde wohl von Dr. Purnell in der Zeit, in der ihm Citalopram verabreicht wurde, betreut, deswegen macht der Doktor hier wieder seine Erscheinung im Buch. Natürlich versuchen wir ihm zu folgen, leider erfolglos. Stattdessen hat er die Tür hinter sich zum 3. Mal verriegelt und legt uns Munition, eine Spritze, einen Schlüssel um voranzukommen und sogar einen neuen Akku für unser Handy bereit. Wie bei den Flygears, bei denen uns kurz vorher ein Scharfschützengewehr bereitgelegt wurde, oder auch bei dem absurden Treppenhaus im Apartment, bei welchem nochmal zusätzliche Munition bereit lag, wurden uns Hilfsmittel hinterlassen. Hilfsmittel, welche unser Vorankommen ermöglichen und vereinfachen. Dr. Purnell ist diese Person, welche Book Simon ständig Waffen, Munition und Key-Items hinterlässt, was die stetige Hilfe seitens Purnell für Six Simon ziemlich gut zum Ausdruck bringt. Wir nehmen einen sehr weiten Weg auf uns, bei dem wir sogar ein neues Gesicht kennenlernen dürfen, den Trawler. Dieser hat einen ziemlich bedrückenden und traurigen Gesichtsausdruck und die Tatsache, dass er so groß im Gegensatz zu Simon ist, könnte eine Metapher für alle anderen Menschen um Six Simon herum sein. Simon muss sich klein und verletzlich fühlen, wenn andere um ihn herumstehen. Letztendlich kommen wir in unserem altbekannten Apartment an. Dort angekommen treffen wir ein weiteres neues Gesicht. Mehr oder weniger. Dieser feine Mann wird Stranger genannt, ich nenne ihn jedoch liebevoll Bookhead. Je näher wir Bookhead kommen, desto schneller schlägt unser Herz und desto mehr Schaden verursacht er uns. Das Buch scheint Six Simon momentan nicht gut zu tun. Vermutlich zeigt das Buch nochmal stärker seine Wirkung, indem Simons Erinnerungen alle wieder hochkommen. Gerade dadurch, dass wir uns erneut im Apartmentkomplex befinden, werden Simons grausame Erinnerungen an sein Leben hier hervorgeholt. Was jedoch noch wichtiger ist, ist die Tatsache, dass unsere Wohnung nun betretbar ist. Hier wird nochmal klar deutlich, dass das Leben in dieser Wohnung definitiv keine gesunde Option war. Wir steigen tief eine Leiter hinunter, um an einem scheinbar unendlich langen Tunnel zu enden. Im Hintergrund ist Dr. Purnell zu hören. Dieser scheint einen Monolog zu führen, in dem er über Simon und die Therapiestunden spricht.
Er erwähnt, dass Simons Leben vor dem Unfall, seine Schulzeit und sein Leben zu Hause No-Go-Topics sind und Simon wütend wird, sobald Purnell diese Themen anspricht. Ebenso wird erwähnt, dass Simon Dr. Purnell erklärt, dass er Dinge sieht. Halluzinationen und Einbildungen, welche Purnell anfangs nicht ernst nimmt, Simon dennoch eine höhere Dosis verabreicht. Dass Simon an einer Psychose leidet, haben wir ja vorher schon herausgefunden. Wo wir gerade schon beim Thema sind, wir werden mit unserer nächsten psychotischen Episode konfrontiert, welche voller Qualen, Terror und Dunkelheit ist. Stress und Panik werden hierbei besonders groß geschrieben. Am Ende landen wir wieder in unserer Wohnung und als Belohnung erhalten wir eine Sicherung. Mal wieder. Also verlassen wir das Apartmentkomplex und weichen den Gedanken von Six Simon strategisch aus und treffen auf viele uns bereits bekannte Gesichter, um uns eine weitere Sicherung zu holen. Den ganzen Horror haben wir bis jetzt bestanden und sogar die Musik im Hintergrund strahlt Hoffnung aus. Sowas kam es jetzt echt selten vor, also genießen wir noch die Ruhe, denn was uns noch erwartet, gleich nichts von dem, was wir bereits durchgestanden haben. Nun sind wir also in der Lage, dem Doktor zu folgen. Dabei schreiten wir immer weiter in die Tiefen der U-Bahn-Station und ab hier beginnt der Terror, von dem gerade die Rede war. Menschen gefangen in Käfigen, welche sich zum Teil komplette Gliedmaßen abtrennen, was natürlich auf Simons Selbstmordgedanken und Selbstverstümmelung zurückzuführen ist, und unser verdrehter Verstand, welcher diese Wege erschaffen hat, die zum Teil ins Nichts führen. Booksheimer muss hier auf diesen Wegen sein Gleichgewicht bewahren, um seinen Halt an seinem Leben nicht zu verlieren. Als nächstes steht uns ein Puzzle in einer Weichzelle bevor. Hiermit wird auch wieder auf Selbstgefährdung angespielt, denn in Weichzellen werden Patienten verwahrt, welche für sich selbst oder ihre Mitmenschen eine Gefahr darstellen. Außerdem kriegen wir hier die erste und einzige rohe Seite von Simons Buch zu Gesicht. In dieser Buchseite hat Six Simon sein Misstrauen gegenüber Dr. Purnell, die Gefühle seiner Eltern bezüglich des Unfalls und dass die Bedeutung des Buches vom Leser abhängig ist, zu Papier gebracht. Stichwort Interpretation. Nach diesem Puzzle erfolgt eine weitere psychotische Episode, bei der Verfolgungswahn und Orientierungslosigkeit ziemlich weit vorne stehen. Am Ende schaffen wir es ganz knapp, unserem Tod zu entkommen und langsam bemerkt selbst Booksheimer, dass etwas ganz und gar nicht richtig läuft. Sichtlich verwirrt hat Simon das Ganze satt. Er setzt jetzt alles daran, einen Zug mit Sicherung und fahrbereit zu machen, um endlich von dieser Stadt zu entkommen und nach Hause zu gelangen. Zum Glück verläuft dieser Teil reibungslos und Booksheimer setzt sich vorerst alleine in den Zug mit der eigentlichen Intention, den Weg durch nach Kirkville zu fahren. Während der Fahrt vertieft sich Booksheimer in seinen Gedanken und Fragen, welche wir bereits beantworten konnten. Diese Ruhe wird jedoch schnell gebrochen und Simon stellt sich der Herausforderung, seine Füße wiederzufinden, was vermutlich eine Metapher für den Unfall selbst ist. Die Füße also an ihren ursprünglichen Ort gebracht, entgleist der Zug und Booksheimer wird erneut mit dem Terror in Form von einem Wrack, aus welchem er vorsichtig herausklettern muss, konfrontiert. Von Angst getrieben ziehen wir uns aus dem Zug und überleben den Unfall in letzter Sekunde. Immerhin unversehrt. Sowohl in der Koop-Kampagne Manhunt als auch in Cry of Fears Vorreiter Afraid of Monsters wurden solche Fahrzeugabschnitte mit eingebracht und alle 3 Szenarien endeten mit einem Unfall. Insofern gehe ich hierbei davon aus, dass es für Six Simon keine große Relevanz hat. Viel wichtiger ist anzumerken, dass Booksheimer während des Unfalls seine Tasche und damit sein gesamtes Inventar verloren hat. Anstatt unseres Handys, welches uns sowohl Licht als auch die Möglichkeit, Telefonate zu führen und SMS zu empfangen gab, haben wir hier eine schwach leuchtende Laterne und anstatt unseres scharfen und sehr vertrautem Taschenmesser haben wir hier einen Ast. Mitten in der Nacht, alleine, aber doch nicht ganz so alleine in einem uns unbekannten Wald. Wir haben nichts und vermutlich ist es auch genau das, was Six Simon dem Leser übermitteln wollte. Einen oder mehrere Momente in seinem Leben, in denen er sich so fühlte, als hätte er alles verloren. Better than nothing, I guess. Überwältigt von Emotionen erleidet Six Simon erneut eine Panikattacke. Das ist jetzt mit Abstand die schlimmste Konfrontation mit dem Saw-Runner. Wir müssen uns nun durch den Wald voller feindseliger Elemente kämpfen, um am Ende eine Art Bunker zu finden. Und natürlich hält Booksheimer es für eine gute Idee, diesen zu betreten. Dabei treffen wir auf den wohl lautesten Gegner im gesamten Spiel.
Six Simon ist momentan anscheinend emotional ziemlich aufgewühlt. Der Upper könnte mit seinen verkrüppelten Beinen, der Tatsache, dass er auf seinen Händen läuft und seinen schmerzverzerrten Schreien als Symbolik für Simon an dem Unfalltag oder besser gesagt an The Black Day dienen. Hierbei wird deutlich, wie schmerzvoll und traumatisierend diese Erfahrung für Simon gewesen sein muss. Zum Glück kommen wir unmittelbar danach wieder raus aus dem Bunker und wir beobachten aus der Ferne, wie Dr. Purnell eine Psychiatrie betritt. Und da Sophie mittlerweile tot ist Purnell momentan der einzige lebendige Mensch, von dem wir wissen, also folgen wir ihm natürlich. Mal wieder. In der Psychiatrie angekommen erwartet uns pure Dunkelheit. Im größten Teil des Gebäudes stehen die Türen offen und in den meisten Fällen beinhalten die Räume ziemlich verstörende Gestalten. Dr. Purnell hingegen strahlt in dieser misslichen Situation Hoffnung aus. Purnell hat uns, wie bereits erwähnt, das gesamte Spiel über Hilfsmittel zum Vorankommen hinterlassen und jetzt sind wir an der Reihe. Hier findet der zweite Entscheidungspunkt des Spiels statt. Purnell bittet uns darum, ihm eine neue Waffe zu geben, um unser Vorankommen zu ermöglichen, denn wie er uns subtil darauf hinweist, wir können uns von unserem Misstrauen gegenüber Purnell beeinflussen lassen und die Pistole behalten, oder wir fangen an, einer der wenigen Seelen, welche versucht uns zu helfen, zu vertrauen und ihm somit die Pistole überlassen. Vielleicht hatte er ja seine Gründe für die 2 Morde, die wir beobachten konnten. Zwar variiert Purnells Reaktion auf unsere Entscheidung stark, jedoch gibt er uns in beiden Szenarien den Schlüssel, um voranzukommen und gleichzeitig sogar noch mehr. Der Schaden, den Purnell bei Simon anrichtet, ist irreversibel und wird uns durch das restliche Spiel begleiten. Sollten wir Dr. Purnell vertraut haben, so ist der angerichtete Schaden deutlich größer, als wenn wir die Pistole von seinen Händen lassen. Das Buch hat Simon mittlerweile für immer geprägt und verändert, und diese Entscheidung des Vertrauens gegenüber Dr. Purnell bestimmt, ob Simon sich zum Positiven oder zum Negativen verändert. Sollten wir ihm und seinen therapeutischen Methoden vertrauen, so bekommen wir die Wirkung des Buches voll und ganz zu spüren, während wir, wenn wir ihm nicht vertrauen, nur einen gewissen Teil des Schadens abbekommen. Wenn Simon Purnell vertraut, ist die Einsicht, die durch das Buch entsteht, viel schmerzvoller, obwohl Simon erwartet hat, er würde sich durch das Buch besser fühlen, während wir, wenn wir ihm nicht vertrauen, unsere Hoffnungen nicht zu hoch kommen lassen und es uns dementsprechend leichter fällt, mit der Enttäuschung klarzukommen. Nachdem wir uns mit weiteren Gegnern und verschiedenen Puzzles, bei denen sogar Silk Simon höchstpersönlich zu sehen ist, herumgeschlagen haben, landen wir auf dem Dachboden, in welchem ein Kampf zwischen Simon und dem Doktor ausbricht. You're dead. You're so fucking dead. Sollten wir Purnell zuvor nicht vertraut haben, so bedeutet dieser Kampf und der damit verbundene Sieg für uns, dass Silk Simon in der echten Welt Dr. Purnell aus Rache umgebracht hat. Während Simon, wenn wir Purnell vorher vertraut haben, hiermit nicht den echten Doktor, sondern nur eine selbst erschaffene Version des Doktors in seinem Buch und das damit verbundene Misstrauen ihm gegenüber auslöscht. Am Ende des Kampfes wird in einem Flashback nochmal deutlich, dass Simon nicht nur Medizin, sondern auch professionelle Hilfe und vor allem Vertrauen benötigt, um zumindest wieder psychisch gesund zu werden. Simon macht also seine Drohung in beiden Fällen wahr und... Nachdem wir mit Dr. Purnell endgültig fertig sind, wartet Ungewöhnliches auf uns. Ein Sonnenaufgang, das Zwitschern der Vögel und ein idyllischer See, den wir mit einem kleinen Boot überqueren müssen. Simon scheint erleichtert und mit seiner Entscheidung bezüglich Dr. Purnell zufrieden zu sein. Ihm entweder zu vertrauen und mit ihm gemeinsam zu arbeiten oder ihn umgebracht zu haben und endlich seine Ruhe und Gerechtigkeit zu bekommen, scheint Simon zumindest temporär von seinen Sorgen befreit zu haben. Vielleicht stellt dieser Bootteil auch eine gewisse Akzeptanz gegenüber der Tatsache, dass Simon sein restliches Leben im Rollstuhl sitzen muss, dar. Dass er hier nur mit seinen Händen und ohne Beine trotzdem problemlos vorankommt, lässt uns sein momentanes Leben von einem anderen Blickwinkel sehen. Natürlich hat das jedoch nicht alles in Ordnung gebracht und die Realität holt Simon ziemlich schnell wieder ein, als Simon sich kurz darauf direkt wieder mit seinen Feinden herumschlagen muss. Am Ende steht uns nur noch ein letztes Hindernis im Weg. Der Weg nach Hause. Und kurz nachdem wir unsere letzte Panikattacke in der Geschichte des Buches erleiden, klettern wir eine Leiter nach oben, welche in die Straßen von Kirkville, unser Zuhause, führt. Immer mehr Gegner stellen sich uns in den Weg, bis wir zu Hause ankommen. Wir haben unser Ziel endlich erreicht. Also, wie endet Simons Geschichte?
Sollte man Dr. Purnell nicht mit der Pistole vertraut haben und oder die Abweisung von Sophie nicht richtig verarbeitet haben, so endet man hier. Wir sind immer noch Book Simon und bekommen jetzt jeglichen Wahnsinn von Sick Simons Verstand zu spüren. Hierbei verfällt Simon erneut und auch das letzte Mal in eine psychotische Episode. Wir kämpfen uns durch die letzten Seiten des Buches, bis wir am Ende gegen unser eigenes, reales Ich kämpfen. Sick Simon versucht noch ein letztes Mal Book Simon zu stoppen, aber natürlich gewinnen wir den Kampf für uns. Book Simon lässt nun seinen ganzen Frust und Hass an Sick Simon raus, bis er ihn am Ende erwürgt und Sick Simon somit umbringt. Simon in der realen Welt ist von dem ganzen Wahnsinn in seinem Kopf überwältigt und begeht Suizid, was gleichzeitig auch das Buch und somit auch die Existenz von Book Simon beendet. Im ersten der 3 Nightmare-Endings hat Book Simon Carcass am Leben gelassen und Dr. Purnell in der Psychiatrie nicht mit der Pistole vertraut. Das letzte, was Simon in diesem Ende in seinem Buch geschrieben hat, zeigt, wie misstrauisch er gegenüber alles und jedem, den Krankenschwestern, Dr. Purnell und auch Sophie geworden ist. Simon war in seinem verwirrten und depressiven Zustand davon überzeugt, dass sich jeder hinter seinem Rücken über ihn lustig macht und dass es niemanden gibt, welcher ihm wirklich versucht zu helfen. Unter anderem gesteht er hier, dass er sowohl Sophie als auch Dr. Purnell kurz vor seinem Suizid umgebracht hat, um endlich seine Rache und Genugtuung zu bekommen. Er geht sogar noch einen Schritt weiter und erwähnt, dass er gerne jeden mit sich in den Tod gerissen hätte, was aufgrund seines Rollstuhls jedoch nicht möglich war, weswegen er es bei den beiden Menschen belassen hat, welche ihm am nächsten standen. Ebenso greift er den Leser selbst mit den Worten I hope my dead body will haunt you forever. Und Fuck you! direkt an, was nochmal verdeutlicht, wie zerbrochen und verdreht sein Verstand eigentlich ist. Zusammengefasst war das letzte, was Simon in seinem Buch schreiben durfte, ein hasserfüllter und verbitterter Abschied an ein grausames und isoliertes Leben, welches ihn bis zum Ende hin leiden lassen hat. Das hier ist mit Abstand das deprimierendste Ende. Im zweiten Ende hat Book Simon zwar Purnell vertraut, jedoch Carcass weiterhin am Leben gelassen. Hierbei ist Simon weniger hasserfüllt, sondern eher verzweifelt. Er betont besonders, wie wertlos er sich als Außenseiter gefühlt hat und wie seine Familie und Freunde ihn aus seiner Sicht vernachlässigen. Dr. Purnell ist in diesem Ende der Einzige, der laut Simon wirklich versuchte, ihm zu helfen. Der Einzige, bei welchem Simon sich für seinen Selbstmord entschuldigt. Sophie hingegen wurde auch in diesem Ende von Simon umgebracht, um sie nach seinem Tod immer noch bei sich und ganz für sich allein zu haben. Er ist nicht mehr wütend wegen Sophie. Stattdessen ist er auf eine verstörende, egoistische Art und Weise besessen von ihr. Farewell, everyone. Im dritten Ende und damit letzten Nightmare-Ending hat Book Simon zwar Carcass ausgelöscht, jedoch Dr. Purnell nicht mit der Pistole vertraut. Das letzte, was Simon in diesem Ende schreiben durfte, zeigt, wie sehr der seelische Schmerz, welcher von seinen verkrüppelten Beinen hervorgerufen wurde, ihn belastet und wie sehr er mit emotionalen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Von Purnells therapeutischen Methoden ist Simon in diesem Ende enorm enttäuscht. Hierbei geht er sogar so weit zu behaupten, dass das Buch seine Probleme nur noch schlimmer gemacht haben soll. Dass Purnell trotz Bezahlung für professionelle Hilfe Simon aus seinem tiefschwarzen Verstand nicht helfen konnte. Dass er ihm den letzten Stoß zum Suizid gab. Ironic. How that one person who was actually paid to help me only made it worse. Sophie ist in diesem Ende laut Simon der einzige Mensch, welcher ihm wirklich versuchte zu helfen. Simon entschuldigt sich bei ihr und wünscht ihr nur das Beste für ihr weiteres Leben, während er den Leser darum bittet, ihr nichts von dem Ganzen zu zeigen, was nochmal verdeutlicht, dass er die Abweisung trotz der restlichen emotionalen Tiefen gut verarbeiten konnte und er sich immer noch um Sophies Wohlbefinden kümmert. This is my end. Nach dem Ausschlussverfahren kann mittlerweile nur noch ein Ende zugelassen werden. Was passiert mit Simon, wenn wir sowohl Carcass auslöschen, als auch Dr. Purnell vertrauen? Was passiert, wenn wir uns in beiden Szenarien für das anscheinend Richtige entscheiden? Simon scheint weniger suizidal zu sein
aufgrund seiner Pistole, welche er, im Gegensatz zu den anderen 3 Szenarien, nicht mehr auf sich selbst richtet. Er verfällt hier ebenfalls in eine psychotische Episode, jedoch verläuft diese drastisch anders. Wir übernehmen nicht mehr die Rolle von Book Simon, sondern die von Sick Simon, dem realen Simon. Und im Gegensatz zu den vorherigen Szenarien bekämpfen wir hier als der echte Simon Book Simon, die von Simon in seinem Buch selbst erschaffene Version von ihm, welche feindselig und noch verstörter als er selbst ist. Als letzter Widerstand gegen sein dunkles Ich verfolgt Sick Simon hier Book Simon in seinem Rollstuhl und beendet den Kampf mit einem Sieg. I stopped myself from doing it. Unglücklicherweise endet diese psychotische Episode nicht mit dem Weiterschreiben des Buches, sondern mit dem Anblick zweier toter Polizisten, welche Simon versehentlich erschossen hatte, weil er aufgrund seiner so echt wirkenden psychotischen Episode dachte, er würde auf Book Simon schießen. Das hier ist das 4. und wohl beste Ende für Simon. Hier hat er sowohl Sophies Abweisung verarbeiten können, als auch Dr. Pennell vertraut. Simon erwähnt, dass er, dadurch dass Ärzte bewiesen haben, dass er halluzinierte, nicht in ein Gefängnis muss. Stattdessen muss er sein restliches Leben in einer psychiatrischen Klinik verbringen, in welcher er weitere Behandlung und Hilfe unter anderem von Dr. Pennell bekommt. Außerdem erwähnt er, dass das Buch eine enorme Hilfe für ihn darstellte, wobei er es im Nachhinein zu Ende schreiben durfte. Dabei hat auch Book Simon sein Happy End bekommen. Außerdem scheint Simon mittlerweile akzeptiert zu haben, dass er sein restliches Leben an seinen Rollstuhl gefesselt ist und geht sogar so weit zu behaupten, dass er endlich Frieden gefunden hat. Er erhält weiterhin therapeutische Hilfe von Dr. Pennell und ist sogar froh, ihn zu haben. Sophie besucht Simon regelmäßig, trotz der emotionalen Schwierigkeiten, welche sie aufgrund von Simon durchleben musste. Mittlerweile hat Sophie einen neuen Freund gefunden, jedoch ist Simon in diesem Ende viel reifer und erwachsener, was das angeht. Auch wenn er die Zeiten, welche sie als Freunde hatten, vermisst und auch weiß, dass diese nie wiederkehren werden, akzeptiert er es und wünscht den beiden das Beste. I think this is a good time to close this book. It has changed my life forever. The end. Bei dem 5. Ende handelt es sich lediglich um ein Joke-Ende, welches erreicht wird, indem man aus dem Secret Room am Anfang des Spiels ein mysteriöses, an Simon adressiertes Paket mitnimmt und dieses in einem Briefkasten vor der Schule verschicken lässt. Sobald Book Simon sein Zuhause erreicht, öffnet er das Paket, um eine Schachtel Pillen zu finden, welche er im selben Atemzug konsumiert, um dann hier zu landen. Einigen wird das vermutlich bekannt vorkommen. Das Ganze erinnert stark an Afraid of Monsters. Ein wenig zu stark. Das hier ist, abgesehen von ein paar kleinen Veränderungen, derselbe Teil, durch welchen man sich am Anfang und am Ende von Afraid of Monsters kämpfen muss, und in beiden Fällen wurde es, logischerweise, durch die Pillen verursacht. Das Ende des Spiels verläuft hierbei wie folgt. What the fuck? You? Why? Oh, you're gonna regret this. You're gonna regret this big time. Come back here! Come back! Kurz gefasst, für die Leute, die das Ende nicht verstanden haben, Afraid of Monsters und Cry of Fear wurden von demselben Entwickler erschaffen und als Hommage an Afraid of Monsters hat dieser anscheinend ein geheimes Ende in Cry of Fear eingebaut, in welchem David, der Hauptprotagonist von Afraid of Monsters, drin vorkommt. Dieser leidet unter einer Sucht von gewissen Pillen und ist hier für Simons Unfall verantwortlich, indem er unter dem Einfluss von Drogen mit dem Auto gefahren ist. Wie bereits erwähnt, ist dieses Ende nicht ernst zu nehmen. Außerdem ist es unter anderem auch nur möglich, das 5. Ende zu bekommen, nachdem man Ende 4, das vermutlich beste Ende, erreicht hat. Beim Doctor Mode übernimmt man die Rolle von Dr. Pennell, welcher bemerkte, dass Simon mit dem Buch keine Fortschritte macht und stattdessen der Einfluss, welcher das Buch auf Simon hat, mittlerweile außer Kontrolle geraten ist. Hierbei ist sein Ziel, das Buch zu finden und es zu zerstören. I have to find the book. I need to destroy it. Pennell geht hier eine gewisse Passage von Simons Reise zurück
um sein Apartment zu erreichen und sein Ziel zu erfüllen. Ob Purnell wirklich in Simons Apartment ging und das Buch wortwörtlich verbrannte, oder ob es nur im metaphorischen Sinne gemeint ist, muss man für sich selbst entscheiden. Bei der Standard-Koop-Kampagne handelt es sich um eine Gruppe von Polizisten, welche den Fall von Simon untersuchten und während dem Lesen des Buches in seiner Welt von Angst und Depressionen versunken. Hierbei ist das Ziel, Simons Schicksal zu verhindern und den Fahrer des Autos festzunehmen. We had to find him and rescue him. Auch wenn das hier das wohl unrealistischste Ende ist, ist es immerhin ein wirkliches Happy End für Simon, in welchem er Hand in Hand und glücklich mit Sophie sein restliches Leben frei von Depressionen und seinem Rollstuhl leben kann. Bei Manhunt handelt es sich um eine Koop-Kampagne, in welcher Simon bereits Selbstmord begangen hat und weitere Untersuchungen der Polizisten darin resultierten, dass Dr. Purnell und das von ihm vorgeschlagene Buch die ganze Zeit für Simons Probleme verantwortlich waren, anstatt ihm zu helfen. Das Ziel ist es, Purnell ausfindig zu machen und ihn zu verhaften. Our mission is to locate him and stop him. Wir finden auf unserem Weg sogar Purnells altes Büro in einer Psychiatrie, in welchem sein Revolver und eine Notiz zu finden sind. Diese verrät uns Purnells groben Aufenthaltsort und seine neue Telefonnummer, welche übrigens mit der Selbstmord-Hotline aus der Hauptkampagne übereinstimmt. Was bei beiden Koop-Kampagnen auch interessant ist, ist die Tatsache, dass Gegner wie die gepanzerten Eltern oder die Saw Crazies im eigentlichen Spiel gar nicht vorkommen und der Saw Runner hier sogar umgebracht werden muss, während er in der Hauptkampagne so gut wie unbesiegbar ist. Außerdem fährt man bei beiden Kampagnen mit Fahrzeugen, wobei man sich während der Fahrten mit Feinden rumschlagen muss, was auch in der Hauptkampagne mit drin ist, jedoch in gewissen Teilen abgeändert vorkommt. Auch die Tatsache, dass Purnells Telefonnummer mit der Telefonnummer von der Selbstmordhilfe übereinstimmt. Das alles untermalt nochmal den Fakt, dass das Gespielte hier die subjektive Interpretation von einem anderen Leser, dem Polizisten ist. Our view of Simon's book. Wie Simon so schön gesagt hat, Pro capto lectore sabent sua fata libelli. Ja, das beschreibt das Spiel ziemlich gut.